dick einmummeln mit Pulli, Schal und warmen Socken. Kaum wird es draußen frisch, friert Caroline Dassler auch in den eigenen vier Wänden. Ganz anders dagegen ihr Freund Robert. Ihm ist es hier immer viel zu warm. Die passende Temperatur zu Hause führt bei dem Pärchen immer wieder zu Konflikten. Ich komme nach Hause, es ist schweinekalt, überall im ganzen Haus. Und er kommt nach Hause und hat das Gefühl, hey, warum stellst du dich so an, wenn ich dann so da sitze und fange an zu bibbern und habe überall schon die Gänsehaut. Sie fühlt sich rundum wohl bei einer Temperatur von 22 Grad. Doch kaum dreht sie die Heizung auf, regelt er sie wieder runter. Ich habe dann echt Kreislaufprobleme. Das ist mir einfach wirklich zu warm. Also es ist ein richtiger Kampf, den wir da miteinander haben. Sie ist ja der Meinung, jeden Raum bei diesen 180 Quadratmetern beheizen zu müssen. Und ich finde, in der jetzigen Situation der Energiepreise ist das absolut rausgeschmissenes Geld. Und die Wissenschaft gibt ihm recht. Der niederländische Biologe Wouter van Marken-Lichtenbelt erforscht, wie sich Temperatur auf unsere Gesundheit auswirkt. Er sagt, unsere Wohnungen sind viel zu warm. Wir haben uns viel zu sehr an eine konstante Temperatur gewöhnt, die im Winter tatsächlich viel zu hoch ist. Unsere Studien zeigen, dass dies nicht notwendig ist. Schwankende oder niedrige Temperaturen sind gesünder, denn damit erhöhen wir unseren Energieverbrauch im Körper. Das kann eine Rolle spielen bei der Gewichtsregulierung, aber auch beim Glukosestoffwechsel. Die Erkenntnisse könnten uns unterstützen beim Kampf gegen Diabetes. Can also be important for your glucose metabolism. Bisher hieß es allerdings, unsere Häuser sollen möglichst konstant warm sein. Dafür gibt es sogar eine EU-Norm, die sogenannte Behaglichkeitsnorm. Sie beruht auf Untersuchungen, nach denen die meisten Menschen in Mitteleuropa sich bei einfacher Aktivität und normal gekleidet bei einer Innentemperatur von rund 22 Grad am wohlsten fühlen, so wie Caroline. Der Wissenschaftler stellt das in Frage. Einen solchen Durchschnitt gibt es nicht. Es gibt sehr große individuelle Unterschiede. Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen wärmere Temperaturen bevorzugen als Männer. Das liegt am Stoffwechsel. Wir wissen auch, dass vor mehr als einem Jahrhundert 15 Grad akzeptabel waren. Ob das auch komfortabel war, wissen wir nicht. Aber es zeigt doch, dass man sich an deutlich niedrigere Temperaturen gewöhnen kann. Etwa 18 oder 19 Grad sind aus meiner Sicht gar kein Problem. So I would say, let's try for 18, 19 degrees. Aber es fordert den Körper. Der Mensch ist nämlich stets darauf angewiesen, seine Kerntemperatur von ca. 36,5 Grad zu halten. Hautrezeptoren kommunizieren dafür mit dem Gehirn. Wird es kälter, verengen sich zuerst die Blutgefäße an Händen und Füßen. Dadurch fließt weniger Blut hinein. Aber es geht auch weniger Wärme an die Umgebung verloren. Reicht das nicht aus, um die Körpertemperatur stabil zu halten, werden die Muskeln aktiviert. Der Körper beginnt zu zittern, um Wärme zu erzeugen. Doch wie reagiert der Stoffwechsel auf kühlere Temperaturen? Um das herauszufinden, wurden Probanden in einem speziellen Kälteanzug für mehrere Stunden einer sogenannten moderaten Kälte ausgesetzt. Die liegt zwischen 15 und 17 Grad. Dabei wird der Sauerstoffverbrauch der Probanden erfasst. Mit diesem können die Wissenschaftler berechnen, wie hoch der Energieverbrauch der Testperson ist. Der Mensch nutzt nämlich Sauerstoff, um durch die Nahrung aufgenommene Fette, Proteine und Kohlenhydrate zu verwerten. Das Ergebnis: Der Proband verbrauchte viel mehr Kalorien als bei normaler Temperatur. Wir haben jetzt mal grob gerechnet und sehen, dass der Proband bei einer milden Kälte um 16% mehr Energie verbraucht. Das ist enorm. Bei einer moderaten Kälte werden also bedeutend mehr Kalorien verbraucht. Und nicht nur das. Wir haben mit speziellen Techniken untersucht, dass auch der Glukosestoffwechsel stark verbessert wird und auch die Insulinsensitivität deutlich erhöht ist. Glucose metabolism is greatly improved and especially the insulin sensitivity is increased significantly. Bei diesem Prozess spielt auch ein besonderes Fettgewebe, das braune Fett, eine wichtige Rolle.
Die Forschungsgruppe hat entdeckt, dass es bei manchen Erwachsenen aktiviert wird, wenn sie kühleren Temperaturen ausgesetzt sind. Braunes Fett befindet sich unter dem Schlüsselbein, am Hals und entlang der Wirbelsäule. Anders als weißes Fett haben braune Fettzellen viele Mitochondrien, die wie kleine Kraftwerke funktionieren. Wenn es kalt wird, wandeln sie Zucker und Fett in Wärme um und verbrennen dabei mehr Kalorien. Wir haben auch festgestellt, dass sich bei vielen Versuchspersonen nach 10 Tagen das braune Fettgewebe vermehrt, sogar verdoppeln kann. Der Körper schafft es also durch Kältetraining, sich aufzuheizen. Für Caroline Dassler eine unangenehme Vorstellung. Aber an kühlere Temperaturen kann man sich auch schnell gewöhnen. Die Studien aus Maastricht zeigen, dass den Probanden schon nach einem 10-tägigen Training die tieferen Temperaturen von 15 bis 17 Grad nicht mehr so unangenehm waren wie zu Beginn. Es geht auch nicht darum, konstant 18 Grad zu halten. Man sollte sich eher an der Außentemperatur orientieren und leichte Schwankungen von wenigen Grad schaffen. Es ist gut, sich regelmäßig kühleren Temperaturen auszusetzen. Im Haus zum Beispiel Küche und Flur unterschiedlich beheizen, damit man öfter in Kontakt kommt mit niedrigeren Temperaturen. Kitchen, another temperature in the corridor, so that you're regularly exposed to the cool environment. Im Winter also nicht mehr so viel heizen und unterschiedlich hohe Temperaturen in den Zimmern, das könnte für Robert und Caroline ein Kompromiss sein. Und gut fürs Portemonnaie wäre das auch. Sie würden 24% der Heizkosten einsparen, wenn sie statt auf 22 Grad nur noch auf 18 Grad heizen. Denn jedes Grad weniger senkt die Energiekosten um 6%. Dafür und für ihre Gesundheit will Caroline jetzt ihr Temperaturempfinden langsam trainieren.